Ja, du hast völlig recht. Es gibt sehr viele gute Polenta-Varianten, zum Beispiel die in Dreiecke oder in Rauten geschnitten mit Käse überbacken oder die cremig-schlotzige Polenta-Variante. Aber diese Variante aus der georgischen Küche, die georgische Jadi, mit der bin ich persönlich aufgewachsen und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, euch das Rezept zu zeigen. Die Auswahl des richtigen Maismehls hier links im Bild ist das A und O für die georgische Jadi. Die grobkörnige Variante hier auf der rechten Seite führt nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Kauft also bitte Maismehl, das man theoretisch durch ein Haarsieb durchsieben kann. Jetzt gebe ich ungefähr 200 Gramm Maismehl in eine Schüssel und wenn ich es mit Wasser verrühren würde, wäre ich eigentlich fertig. Ich gebe aber eine kleine Prise Salz dazu, das machen nur die wenigsten Georgier, und fülle das Ganze ohne Triebmittel, ohne Leitungs- oder Mineralwasser, sondern mit Milch auf und knete das Ganze. Meiner Meinung nach bekommt man mit der Milch ein bisschen mehr Geschmack rein. Auf 200 Gramm Maismehl gebe ich bestimmt 150 oder 200 Milliliter Milch dazu. Ich mache das immer nach Augenmaß bzw. bis die Masse anfängt klumpig zu werden, statt bröselig zu bleiben. Hauptsache, man kann zwischen den Händen die Jadis platt drücken. Manche füllen sie auch mit Käse, rollen sie zu, verschließen sie und drücken sie wieder platt, damit sie gefüllte Jadis rausbekommen. Ich drücke sie einfach nur platt und liebe es, wenn diese Wellen, die durch die Finger entstehen, tatsächlich auch entstehen. Das erinnert mich so sehr an meine Kindheit. Jadi ist im Prinzip Maisbrot oder Brotersatz, nennen wir es mal, das in der Pfanne mit etwas Öl von beiden Seiten auf mittlerer Hitze gut gebraten wird und das ich gerne mit einem salzigen, kräftigen, stinkigen und nassem Käse genieße. Am besten frisch aus der Salzlake rausnehmen, schneiden und auf die Jadi drauf und zum Beispiel zum Frühstück mit einem Schwarztee genießen. Ich persönlich liebe es, bin mir sicher ihr auch. Lasst mir gerne ein Abo da. Bis bald.